Hallo Freunde der Mineralogie, hallo Achatliebhaber und leidenschaftliche Steinsammler. Ich präsentiere Ihnen hier ein Video aus der Reihe Die Mineralien der Sarnaer-Senke. Das folgende Video beschäftigt sich mit Funden im Gabbro, und zwar mit Funden aus dem Steinbruch Kreimbach und Funden aus den Quecksilber- und Manganvorkommen der Sarnaer-Senke. Kommen wir zu sehr berühmten Fundstellen unter Mineraliensammlern auf der ganzen Welt, weil es dort Minerale gibt, die nur hier so schön kristallisieren. Auch wieder Magmatite, also wie die Tischplatte, grobes Korn. Gehen wir an die Wolfsmühle, dort gibt es das Mineral Datholit, Calciumsilikat. Es gibt Hydrogrossolar, also dieses kleine UFO, das da gelandet ist eigentlich ein Granat. Der sitzt auf dem Datholit, aber bekannt ist die Stelle für große Pektolith-Kristalle. Die zählen mit zu den weltweit größten. Die gehen also bis zu einer Tafelgröße von 25 mm. Das Material kommt auch dicht vor und dann kann man es als Schmuckmaterial verwenden, kann solche Cabochons herstellen. Aber richtig begehrt ist der Pektolith, wenn er dann zusammen mit dem Prehnit vorkommt, wenn der solch eine schöne apfelgrüne Farbe zeigt. Es gibt auch andere Minerale an der Wolfsmühle, aber wir gehen jetzt nach Kreimbach, ganz in der Nähe, 15 Kilometer, ähnliche geologische Situation. Es gibt mal wieder den Durchläufer Calcit. Ich mag die roten, deshalb zeige ich die. Daneben Kupferkies, golden. Es gibt das Mineral Analcim, das eigentlich eine Kristallform wie ein Granat hat, aber gehört zu den Zeolithen. Weiterer Zeolit ist der sogenannte Natrolith, der kommt in nadeligen Kristallen vor. Und wie an der Wolfsmühle Pektolith, allerdings nicht so attraktiv, mehr nadelig aufgebaut. Nach diesem Pektolith kann sich Quarz bilden. Der bildet jetzt den Pektolith ab als Pseudomorphose, besteht aber komplett aus Quarz. Und Quarze von Kreimbach können auch fantastische Amethyste sein. Ganz irre dunkle Farbe, akzentuiert von Goethiteinschlüssen in Gold. Also ganz fantastische Kristalle. Deshalb leiste ich es mir hier mal zwei davon zu zeigen. Aber wirklich berühmt wurde der Kreimbacher Bruch für die Krenokite. Das ist jetzt ein Wort, was die wenigsten gehört haben. Das Material besteht aus Cadmiumsulfid und kommt weltweit in den größten und besten Kristallen an dieser Stelle vor. Und die Funde waren immer extrem limitiert und die Sammler haben versucht, das zu erreichen, solche Stücke zu finden und zu bekommen. Und deshalb ist da auch so ein bisschen Bieterstreit um den Wert der Stücke entstanden. Und das ist somit das Wertvollste, was man aus der Pfalz besitzen kann, ist ein Krenokit-Kristall einer ansehnlichen Größe von dieser Fundstelle. Das ist mein Liebling, der ist jetzt nicht sehr groß, nicht sehr ansehnlich von der Größe, aber da haben wir einen Bleiglanzkristall in Silber und der Krenokit, perfekt kristallisiert, sitzt am Rand. Jetzt schauen wir uns die eben schon annoncierten Quecksilbervorkommen an. Quecksilber bildet auch wunderschöne Minerale. Quecksilber ist toxisch, also giftig, das wissen Sie. Aber es ist auch ein wichtiges technisches Metall gewesen. Man braucht es also für unterschiedlichste pharmazeutische Anwendungen, aber auch zur Herstellung von Munition etc. Es war ein ganz wesentliches Material. Das ist das Mineral Zinnober. Man kennt es vielleicht als Farbton Zinnober. Man hat auch Farbe aus diesem Quecksilbersulfid hergestellt. Und das stammt vom Moschellandsberg. Das wäre die erste Fundstelle, die wir besuchen. Am Moschellandsberg gibt es auch Quecksilberhalogenide, das heißt Salze vom Quecksilber, die extrem selten und sehr begehrt sind. Zum Beispiel der Ecklistonit, den wir hier sehen, aber auch den Kalomel, hier als Pseudomorphose nach einem Quecksilbertropfen, daher die runde Form. Und einmal hier als äußerst aktiver, wurmähnlicher Geselle, der sich hier aus dem Loch windet. Auch das ist ein Quecksilberhalogenid. Extrem selten ein weiteres Halogenid ist der Moschelit, benannt nach dem Moschellandsberg. Aber nach dem Moschellandsberg benannt und viel begehrter ist der Moschellandsbergit. Der Moschellandsbergit ist ein Amalgam von Silber und Quecksilber und bei allen Sammlern extrem begehrt. Hier haben wir eine Zwischenphase, das heißt, da ist Silber drin. Wir haben eine dünne Quecksilberhaut über dem Kristall und in einem halben Jahr sieht das so aus. Da ist das Quecksilber verdampft und er ist komplett kristallisiert. Der ist dann frisch. Nach 50, 100 Jahren ist noch mehr Quecksilber verloren gegangen. Das ganze Material ist nur noch grau und hat Risse. Leider Gottes. Trotzdem ist es ein sehr begehrtes Sammlermineral. Verlassen wir den Moschellandsberg,
und gehen ein bisschen ostwärts. Kommen wir zur Grube Pfaffenborn, auch dort sehr schöne Zinnoberkristalle. Wir kommen zum Kätschenschacht bei Roßwald. Hier Quecksilber einmal als Rhomboeder und einmal als hexagonale Kristalle nebeneinander. Eine weitere Pseudomorphose nach einem Quecksilbertropfen vom Quecksilbersulfid. Und hier ein kleiner Hupfer zurück zum Steinbruch Scharn oder Hubertusruhe. Und mich erinnert dieses Gebilde ganz stark an einen Kraken. Wir haben hier einen Zinnoberkristall und darunter die Zinnoberdendriten. Daneben liegt jetzt die Grube Klarashall. Das ist eine Grube, die auf Schwerspat gefahren wurde. Und neben dem Schwerspat, dem Baryt, gibt es dort Psilomelan, ein Manganoxid, einmal in dendritischer Form oder hier in dichter Form, wie es den Baryt überzieht. Es gibt ganz interessante Quarze. Also wenn ich ein Schweinchen, Schwänzchen finde ich das sehr interessant und das ist auch hier der Fall. Aber es gibt auch wieder auf der Klarashall den Zinnober, prachtvolle Kristalle. Und ich habe einen Schwerspattkristall angeschliffen, um die Zinnoberkristalle zu sehen, dann kam das dabei raus. Und da haben etwas gläubigere Kameraden von mir gesagt, ich hätte einen Rosenkranz gefunden. Bewegen wir uns weiter westwärts, kommen wir zur Grube Korb bei Eisen, das ist in der Nähe von Birkenfeld. Und dort sitzen die Zinnoberkristalle zusammen mit anderen Erzen auf Dolomit, das ist ein Calcium-Magnesiumcarbonat. Auch der stammt von der Grube Korb als prismatischer Zinnober. Etwas weiter weg kommen wir zu einer Stelle, Kretnich. Das liegt am Südrand vom Schaumberg Richtung Wadern. Dort ist eine sehr reiche Mangan-Lagerstätte. Dort gibt es Manganit mit Calcit, wie auf diesem Foto, oder der reine Manganit. Manganit ist ein Manganoxid. Es gibt auch seltenere Minerale, wie zum Beispiel der Motramit. Und es gibt dieses obskure Mineral, die kleine Klinge, die hier rausschaut. Das ist der erste Holotyp für Saarland. Das heißt, ein Mineral, das zum ersten Mal und bislang zum einzigen Mal im Saarland gefunden wurde. Und er hat dann den Namen Kretnischit verpasst bekommen. Also sind diese schwertförmigen Kristalle, die so ein bisschen gestachelt sind, auf dem Manganit. Die Stacheln übrigens ist ein weiteres seltenes Mineral, das ist Brackebuschit.